Herr Moschko, lassen Sie uns nochmal zu Siemens kommen. Wie stabil Ihr Unternehmen ist, zeigt es ja, dass Sie trotz dieses Senats nach Berlin kommen und hier investieren in den neuen Siemens Campus. Die Erwartungen sind hoch, die auf Ihnen, nicht persönlich, aber auch im Unternehmen. Sollte ein zweites Adlershof werden, bitteschön, ein paar Nobelpreisträger hervorbringen, drunter tun wir es nicht. Die Leute, die da eines Tages mal zwischen Berlin und Spandau in der Siemensstadt arbeiten werden, das sind nicht die, die Sie jetzt bei Siemens beschäftigen. Oder das sind wahrscheinlich ganz neue Berufsbilder, ganz neue Fertigkeiten, die da gefragt sind. Ich glaube, das ist die Mischung, wobei wir sind schon länger in Berlin wie der Senat jetzt. Also können wir sagen, da müssen wir uns die Guten kommen durch. Genau, die Guten kommen durch und wer die Story dieser Firma anguckt, das war ja so das klassische Start-up-Unternehmen im Hinterhof im Schöneberger Ufer, also eine riesige Story, die auch immer mit Berlin verbunden ist und so weiter. Ist das jetzt auch eine Riesengeschichte, was wir hier mit Siemensstadt 2.0 lostreten und erstaunlicherweise auch mit der Politik in Berlin, wer hätte es gedacht, also es gibt immer noch Glanz, auch wenn es selten ist, Glanzpunkte dieser Landespolitik und insoweit muss ich sagen, dass der Senat rechtzeitig und auch erkannt hat, dass hier Riesenchancen sind. In der Tat, was werden das für Leute sein? Das wird eine bunte Mischung sein. Es werden sicherlich keine Baumärkte auf dieses Gelände kommen, das wir entwickeln und es wird auch keine Supermarktketten, wo wir im Auge haben, sondern es wird eine ganz interessante Mischung werden zwischen Produktion, die wir heute da haben, aber die sich auch ändern wird in den nächsten Jahren ganz massiv, zwischen Entwicklung, zwischen Wohnen, zwischen Freizeit, Arbeiten, Universitäten, also diese ganze Bandbreite, die wir ja auch in Berlin zu bieten haben und das wird eine wirklich ganz spannende Geschichte. Es werden Firmen da sein, die wir heute vielleicht noch gar nicht auf dem Radarschirm haben und das wird sich natürlich auf diese Mitarbeiterstruktur bemerkbar machen. Es wird also nicht so sein, dass das dann Siemensstadt 2.0 alles Siemens ist, sondern das wird eine bunte Mischung sein. Es wird auch Siemens sein, aber nicht nur Siemens und vielleicht der geringste Anteil Siemens. Und diese Entwicklung hier gemeinsam auch mit Politik, mit Wirtschaft, natürlich auch mit unseren Mitarbeitern, Betriebsräte, Management voranzutreiben, das ist eine große Herausforderung. Es gibt ja ein riesen Areal von einer neuen Welt und jetzt will ich ja den Siemensstädtern nicht zu nahe treten, aber wer heute so Siemensstadt, also man fährt ja abends nicht nach Siemensstadt, um was zu erleben heute, sondern eher fährt man um 5 Uhr von Siemensstadt weg, um was zu erleben. In Zukunft wird es umgekehrt sein. Also insoweit wird sich auch diese ganze Ecke hier neu entwickeln und ein ganz spannendes Thema werden. Naja, aber das sind dann Menschen, die kommen erstens mal aus aller Welt, also die werden vielleicht nicht nur den deutschen Arbeitsmarkt leersaugen, sondern und es werden Menschen sein, die vermutlich nicht 40 Jahre bei Siemens sind, sondern einfach mal 5 Jahre ein Projekt machen, ein bisschen rumforschen und dann weiterziehen. Also eine völlig neue, oder was heißt neue, aber andere Art von Arbeitnehmern, für die Sie wahrscheinlich auch keine Bundesagentur und keine Jobcenter brauchen, die regeln das von alleine. Jetzt haben Sie aber auf der anderen Seite eine ganze Zahl von Mitarbeitern, für die Sie, sagen wir es auf Deutsch, nicht mehr so richtig Verwendung haben. Und dafür gibt es die Drehscheibe. Also wir haben die Drehscheibe jetzt gemeinsam entwickelt, wo wir sagen, die Drehscheibe ist ja mehr wie nur eine Vermittlung in andere Betriebe rein, sondern wir haben auch in der Drehscheibe eine Facette, wo wir jungen Leuten Abschlüsse, Bachelor und so weiter ermöglichen, bis hin zum Master führen, die wir dann so lange noch in der Firma halten, aber über die Drehscheibe dann in die Außenweiterbildung geben. Das ist das eine Thema. Es wird sich die Produktion unheimlich verändern. Wir haben jetzt gerade letzte Woche im Siemens Wirtschaftsausschuss uns mal das ganze Thema angeguckt. Software, wo geht denn der Trend so bei uns hin? Und das ist schon faszinierend, auch unter Diskussion, welche Leute brauchen wir überhaupt? Und wir sagen, dass wir heute als Siemens noch gar nicht wissen, welche Leute mit welchen Profilen wir in 5 bis 6 Jahren brauchen. Das wissen wir heute noch gar nicht, weil sich so schnell die Entwicklung auch ändert. Wir haben heute Konkurrenz mit Google, Amazon, wo wir ja auch zusammenarbeiten. Wer hätte früher gedacht, dass Google einmal mit uns im Wettbewerb steht? Kein Mensch hätte doch vor 5 Jahren gesagt, Google ist ein Wettbewerber von Siemens. Da hätte man eher auf die üblichen Verdächtigen geguckt. Die sind es auch,
Aber mittlerweile haben wir ganz andere Player, das Thema China, Indien. Sagen Sie mal einmal kurz ein Beispiel, wo sind Google und Siemens Wettbewerber, auf welchen? Na, mit den Daten. Also in Zukunft wird ja derjenige das Geschäft machen, der Daten hat und mit Daten was anfangen kann. Es wird ja nicht mehr der das Geschäft machen, wenn wir mal die Automobilindustrie angucken, der ein Blech vorne reinschiebt und hinten kommt ein Auto raus. Das wird nicht mehr die Wertschöpfung sein, sondern es macht der Geld in zweistelligen Bereichen mit den Margen, wenn Sie heute schon angucken, der Daten nicht nur hat, sondern auch in der Lage ist, Daten zu analysieren und was daraus zu machen. Das wird das große Geschäft der Zukunft sein, die Daten. Und deshalb werden wir auch Leute brauchen und suchen, die damit umgehen können. Wir sehen Entwicklungen der Data Leaks, nicht, dass wir, ich übersetze mal, die Daten sehen, dass man jetzt heute Daten sammelt, nicht mehr, weil man schon weiß, was man mit den Daten macht, sondern es gibt ja auch schon viele, die sammeln einfach Daten und stellen diese Daten als Rohform irgendwo ein. Und dann kommt jemand und nimmt sich die Daten und sagt, das könnte für mich interessant sein und daraus ein Geschäftsmodell machen. Also praktisches Beispiel, der Herr Frisch hat jetzt so einen autonomen Bagger und der liefert Ihnen permanent Daten, was der so tut und wie der so tut. Und dann haben Sie noch welche aus dem Büro von Herrn Frisch, mit wem er da so in Kontakt steht und was er besonders kann. Und das werfe ich dann alles so zusammen und Sie können Herrn Frisch dann einen Bagger anbieten mit einer Softwaresteuerung, von dem er noch gar nicht weiß, dass er den braucht. Ob der Herr Frisch dafür was zahlen würde, wage ich zu bezweifeln. Im Zweifelsfall sagt er, das weiß ich selber, das glaube ich ihm auch nicht. Aber in der Tat, der führerlose Bagger, wir haben sie jetzt bei den U-Bahnen in Nürnberg, die führerlose U-Bahn. Berlin macht sich ja mit den U-Bahn-Bestellungen etwas schwierig. Hier denkt man eher in älteren Modellen und in älterer Technik. Aber wir haben schon moderne U-Bahn-Technik, zum Beispiel in Nürnberg. Wir werden bei der Bahn sehen, die Züge ohne Fahrer. Das ist das eine. Aber zum Beispiel, es gab ja auch eine Diskussion, Emerson, wo ist eigentlich der Unterschied? Die sammeln ja auch Daten oder Google. Aber ich sage, und das ist der Unterschied zwischen denen, wir können auch Daten sammeln, aber wir wissen auch, was die Daten machen. Wir wissen auch, wie sich ein Rädchen dreht. Und wir haben heute ein Geschäftsmodell, wir haben ja heute schon die ganze Bandbreite aus unserem alten Geschäft zwischen der Prozessindustrie und auf der anderen Seite zwischen der diskreten Fertigung. Das heißt, wir wissen, wie geht Produktion, wir wissen, wie gehen Lösungsgeschäfte der Nahrungs- und Genussmittelindustrie, was brauchen die Maschinen, damit eine Colaflasche befüllt wird und so weiter und so fort. Jetzt haben wir ein gutes Beispiel, und ich bin ja gelernter Kaufmann und mache mal teilweise auch mal mit diesen ganzen Begriffen, ich muss mir das immer vorstellen. Und dann hat einer gesagt, du musst dir das so vorstellen, wir haben einen chinesischen Farbenhersteller. Der ist sehr erfolgreich, der stellt günstig Farben her in Tausenden von Variationen. Wenn ich jetzt mein Wohnzimmer streichen will und brauche eine gewisse Farbe von diesem Farbenhersteller, der hat eine Losgröße, unter 1000 Liter Farbe kann der das nicht herstellen und vertreiben. Es gibt nun Leute, die brauchen 1000 Liter für ein Wohnzimmer, ich brauche es jetzt eher weniger, da lange ein paar Liter, aber manche haben ja so große Wohnzimmer, die Masse eher nicht. Wir sind jetzt in der Lage, eine Software anzubieten mit Losgröße 1 für diesen Produzenten, wo er diese Farben auf eine Losgröße für den Baumarkt von 5 Liter hinbekommt. Das ist ein riesen Geschäftsmodell. Das ist nur ein Beispiel, wie man mit Software einen Kundennutzen generieren kann, wo der Kunde was davon hat, wo sagt, dafür zahle ich was, aber wir auch als Firma da was haben. Es unterscheidet sich aber grundlegend von einer Fertigung in der Dampf- und Gasturbine. So. Und da sind wir wieder dabei, was machen wir damit? Ja. Was machen wir in Zukunft mit Leuten? Wir haben es gerade von der Zeitarbeitsbranche gehört, die ja in den unteren Bereichen auch oftmals tätig sind. Diese Jobs, die werden eher ab wie zunehmen bei uns. Wir brauchen sie nach wie vor, aber vielleicht nur temporär. So, das heißt, wir brauchen Lösungen. Ich bin dankbar, dass wir diese Möglichkeit der Zeitarbeitsfirma haben. Das hilft uns auch in der Wirtschaft. Das ist eine tolle Geschichte. Aber deshalb wird dieses ganze Thema Arbeitsplätze viel flexibler werden. Und ich sage nochmal, wir wissen heute noch gar nicht so richtig, welche Profile wir in ein paar Jahren brauchen. Und das Zweite ist, das haben Sie auch richtig gesagt, haben wir natürlich auch die Babyboomer. Wir sind so unsere Generation drin, die noch so mit 30, 40 Firmenjahren da
dabei sind. Wir haben die Generation Y, die schon wieder ganz andere Anforderungen ans Berufsleben hat. Und jetzt kommt die Generation Z. Und die tickern ja schon wieder völlig anders da. Und bei der Generation im Übrigen, ich hatte eine interessante Diskussion, da sind wir wieder bei der Stechung.